Viel größere Solarmodule erzeugen pro Jahr so viel Energie, wie eine Durchschnittswohnung pro Jahr an Strom verbraucht. Die ganze Wahrheit erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Wie viele Solarmodule man braucht, um eine Wohnung komplett mit Sonnenenergie zu versorgen, ist auf den ersten Blick mit diversen Online-Tools einfach zu berechnen. Das hier ist die dazugehörige Stromerzeugung über die Monate verteilt. In Mitteldeutschland reichen Solarpanels mit 1,8 Kilowatt Leistung aus, um so viel Energie zu liefern, wie eine Wohnung mit einem eher durchschnittlichen Stromverbrauch von 1800 Kilowattstunden pro Jahr zu versorgen. Das sind 4 größere Panels und würden damit sogar an größere Balkons passen. Leider sieht der Stromverbrauch dazu eher so aus. Im Sommer ist also zu viel da und im Winter zu wenig. Und man muss also 380 Kilowattstunden vom Sommer in den Winter holen und braucht dafür eine Batterie mit mindestens 500 Kilowattstunden plus etwa ein Solarpanel mehr, weil man Effizienzverlust durch Laden und Entladen, Selbstentladung und einen Sicherheitspuffer mit berücksichtigen muss. Die Batterie würde dann etwa 3 Tonnen wiegen. Eure Abstellkammer, falls ihr denn eine habt, vermutlich komplett ausfüllen und ungefähr 200.000 € kosten. Es wäre also um einiges günstiger, die fehlende Leistung im Winter mit mehr Solarpanels zu erschlagen. Man bräuchte dafür allerdings eine Solarleistung von 6 Kilowatt, also 14 größere Solarmodule. Wenn man also keinen größeren Garten in der Nähe der Wohnung hat, wird das nichts. Man müsste dann trotzdem noch Energie zwischenspeichern, um über die Nacht und eventuelle mehrere Regentage zu kommen. Aber der dazugehörige Speicher ist noch bezahlbar. Wenn man es doch irgendwie hinkriegt, muss man selbst mit einem größeren Wechselrichter darauf aufpassen, nicht zu viele Verbraucher gleichzeitig anzuschalten.